Maior clássico do Brasil, quiçá do mundo. Willkommen in Porto Alegre. Heute steigt hier eines der größten Spiele der Welt, nämlich das Grenal. Internacional gegen Grêmio, Rot gegen Blau. Porque é muito diferente, né? Aqui o povo gaúcho ele acolhe muito o estado, ele separa o sul do Brasil. We think it's like the biggest rivalry in Brazil. Yeah. Because as the city only has two clubs, it's mainly divided between them. Yeah. Eu vim sem ingresso, porque eu não estava conseguindo comprar. Dieses Spiel spaltet die ganze Stadt und was wir Deutschen damit zu tun haben, das seht ihr jetzt. Auf nach Brasilien. Porto Alegre ist die Hauptstadt von Rio Grande do Sul und versteht sich als Hauptstadt des Südens. Hier im Süden ist Brasilien ganz anders, als ich erwartet hatte. Wer hier ankommt, merkt sofort, man ist näher an Buenos Aires und Montevideo als an der Copacabana in Rio. Hier gibt's Steak, Mate und Gaucho-Kultur. Porto Alegre liegt an einer riesigen Lagune. Mittendrin die beiden Stadien. Ein echter Kulturmix, überall Parrillas, diese typischen Grillrestaurants, alte Steinhäuser wie in Montevideo und sogar deutsche und italienische Restaurants. Porto Alegre wurde 1772 gegründet von portugiesischen Siedlern. Dann kamen auch Deutsche, Italiener und Spanier. Hier findet man in den Stadien auch Melodien, die entstammen den argentinischen Kurven. Und auch die Leute sehen super unterschiedlich aus. Doch Porto Alegre hat auch eine andere Seite. Immer wieder taucht die Stadt unter den gefährlichsten in Brasilien auf. Die Ungleichheit spiegelt sich auch im Fußball wider. Während Internacional direkt in den reichen Vierteln an der Lagune spielt, spielt Grêmio mittlerweile im Norden, direkt neben einem armen Viertel. Aber warum ist genau dieses Spiel jetzt besonders? Brasilien hat doch mehrere Derbys. Brasilien hat nämlich nicht nur 5, sondern 12 Grandes. Die 4 aus Rio, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco und 4 aus Sao Paulo, Corinthians, Palmeiras, Sao Paulo FC und gleich daneben der FC Santos. Und dazu Atlético Mineiro und Cruzeiro aus Belo Horizonte. Und dann hier im Süden Grêmio und Internacional. Yeah, Porto Alegre is a city that's divided from Inter and Grêmio, and so if you are not from one side, you are gonna be from the other. E o Inter é o pai do Grêmio, isso que importa. E é isso. Ele é um clássico que separa um estado e que significa muito aqui para nós que somos gaúchos. E ontem foi o Dia do Gaúcho, que representa a Revolução Farroupilha, né? E da Inter. The biggest rivalry in Brazil. Yeah. Because as the city only has two clubs, it's mainly divided between them. Yeah. So like it's, in Rio de Janeiro, São Paulo, you have like more than 2 big clubs. teams. Yeah. Clubs, So yeah. here in Porto Alegre, that you only have these two playing is like very divided. Also hier im Süden gibt's eigentlich nur Grêmio und Internacional. Beide sind ähnlich erfolgreich, beide haben die Libertadores gewonnen und beide sogar den Weltpokal. Aber Internacional-Fans spotten bis heute, Grêmio hätte 1983 gar nicht den Weltpokal, sondern nur den Toyota Cup gewonnen. Damals übrigens gegen den HSV. Internacional sagt, ihr Titel wäre mehr wert, weil sie haben die Club-Weltmeisterschaft, nicht zu verwechseln mit der Club-WM, gewonnen. Die wurde mit mehr Teams ausgespielt. Vorher wurde der Pokal nur zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Libertadores-Sieger ausgespielt. Wie schon erwähnt, das hier ist nicht nur ein Stadtderby. Das Grenal, wie ich gelernt habe, dass es ausgesprochen wird, teilt den ganzen Süden Brasiliens. Und das macht die Feindschaft noch größer. Man wächst da rein, meistens schon über die Familie, und du musst dich entscheiden, ob du Colorado oder Gremista bist. Das wird vererbt. Colorado ist der Spitzname
von Internacional. Eu acho que o Inter é uma família, né? Porque geralmente eu virei colorado porque meu pai é colorado e meu avô foi colorado. The father was always an Inter supporter, my grandfather as well, so we are all cousins here and it's like a family thing, so we are gonna pass through our children, so it's like some family heritage. So it's more than just football for us. It's something that we support since we are kids and we will take it for the rest of our lives. Heute ist der Tag der Tage, das Grenau steht an. Leider ist es ein sehr verregneter Tag. Und wir machen uns auf zum Grêmio-Stadion, um da ein paar Leute zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Durch den Regen waren die Straßen sehr leer gefegt und wir waren uns nicht sicher, ob sich die Grêmio-Fans überhaupt treffen. Also wir sind jetzt hier am Stadion, an der neuen Arena von Grêmio und es ist mitten am Stadtrand im Norden bei einem wirklich schlechten Viertel. Es war echt unheimlich, als wir hier rausgelassen wurden und es steht einfach im Nichts, also wirklich im Nichts. So, wir waren jetzt gerade am Stadion von Grêmio und da ist der Treffpunkt vor dem Derby und auch ein großer Fanmarsch. Wir standen leider da und haben keinen unserer Kontakte getroffen, deswegen sind wir jetzt wieder auf dem Weg zurück. Neben dem Stadion ist nicht die beste Gegend, aber mit der Sprachbarriere war es jetzt auch nicht so einfach, jemanden zu finden für ein Interview. Wir schauen, dass wir das noch hinkriegen. Leider kam es nicht mehr zu dem Interview, aber ich verstehe auch warum. Die Fans von Grêmio mussten schon ordentlich Gas geben und das früh morgens, weil die Gäste mussten 4 Stunden vor Spielbeginn im Block sein. Sie sind mit einer Buskolonne vom Stadion aus gefahren und der Gästeblock wurde hinter ihnen abgeriegelt. Und auch nach dem Spiel mussten sie einige Stunden bleiben. Das ist schon eine harte Tortur, aber das Sicherheitskonzept gerade in Brasilien. Außerdem gibt es was Neues, nämlich die Face ID in Brasilien. Und die ist bei jedem Verein unterschiedlich. Bei mir hat sie schon mal nicht funktioniert. Und wenn sie funktioniert hätte, hätte ich noch einen Code eingeben müssen, der wieder für nationale und internationale Gäste unterschiedlich ist. Also hier in Brasilien in die Stadien zu kommen, ist teilweise schon echt eine richtige Tortur. Also wehrt euch gegen solche unnötigen Maßnahmen. Es bringt nicht mehr Sicherheit, es bringt nur mehr Überwachung. Aber bevor wir jetzt zum Spiel kommen, kommen wir erstmal zur Geschichte der beiden Vereine. Grêmio wurde 1903 gegründet und zwar von deutschstämmigen Einwanderern. Ihr erster Platz war auch der Schützenvereinplatz, der hieß so auf Deutsch. International entstand etwas später, 1909, und wurde von italienischen Einwanderern gegründet. Hier merkt man wieder die Geschichte der Stadt und das Derby, das heißt Grenau. Und dieses Wort setzt sich zusammen aus Grêmio und Internacional, den beiden Vereinen. Und das L wird wohl EU gesprochen. Ich kann leider kein Portugiesisch, deswegen verzeiht mir, wenn ich hier wieder was falsch ausspreche. Das hat in meinen Videos fast schon Tradition. Das Spiel ist so groß, weil es ist eins der meistgespielten Derbys weltweit. Fast 450 Begegnungen gibt es schon. Das ist ziemlich einmalig und zeigt, dass die beiden Clubs eigentlich ihre ganze Geschichte lang auf Augenhöhe waren. Also wie eingangs erwähnt, eins der größten Spiele der Welt. Aber wie sind eigentlich die Clubidentitäten verteilt? Auf den ersten Blick würde man denken, klar, Grêmio ist der Arbeiterverein, Internacional der Reichenverein, einfach anhand der Lage der Stadien. So einfach ist das Ganze aber nicht. Internacional gilt traditionell als der Verein des Volkes. Sie haben schon in den 1920ern Spieler jeder Hautfarbe aufgenommen. Auch in einer Zeit also, in der der Fußball als Elitensport der Einwanderer galt. Vor allem der weißen Einwanderer. Das ist der Grund, warum sie den Ruf als Clube del Povo, als der Verein des Volkes bekommen haben. Sie haben sehr früh auch schwarze Spieler aufgenommen. Das hat kurze Zeit später schon dazu geführt, dass viele schwarze Musiker den Verein auch besungen haben
und er kulturell sehr früh geprägt wurde. Und auch das Maskottchen von Internacional passt in diese Geschichte, der Sagi. Es ist quasi der südbrasilianische Pumuckl. Er kommt aus alten Fabeln und vermischt sich mit einer Comicfigur aus den 1950ern, die rassistisch gemeint war, aber mittlerweile ist der Sagi Kult. Die Figur erschien als Negrinho in der Zeitung Aora. Er ist nämlich eine Art Kobold, der den Gegnern immer wieder Fallen stellt und Streiche spielt, wie Internacional auch. Das wurde dann zur Clubidentität und der einbeinige Spieler ist eines der wildesten Maskottchen, die ich seit langem gesehen habe, aber mit ganz viel Tradition. Gremio dagegen blieb lang elitär, auch in dieser Zeit. Schwarze Spieler wurden erst in den 1950er und 60er Jahren langsam zugelassen. Das betonen die Internacional-Fans, mit denen ich hier spreche, immer wieder. Das ist vor dem großen Kulturmix von Porto Alegre ein super wichtiger Fakt. Und auch, dass die deutschen Einwanderer die Ideen aus der Nazi-Zeit hier weitergetragen haben. Auch nach der Niederlage der Nazis noch. Aber wenn nur das die Identität von Gremio wäre, dann tut man dem Verein völlig Unrecht. Denn mit den Coligays gründet sich einer der ersten homosexuellen Fanclubs weltweit und das in den 1970ern, in denen in Brasilien durch die Militärdiktatur Homosexualität verfolgt wurde. Anerkennenswert und bis heute Teil der Clubidentität. Und hier merkt man schon, die Identitäten der beiden Clubs sind nicht so fix, wie das am Anfang schien. In the old days, Internacional is known by the people club, so the poorest people. But nowadays it's more balanced, so you can't distinguish that. Gremio blieb natürlich nicht auf dem Schützenvereinplatz, sondern fand nach mehreren Umzügen 1954 ihre Heimat im Olímpico Monumental. Ein Stadion mitten in der Stadt, legendär, eine Festung. Gleich in der Nähe spielt Internacional im Beira Rio, direkt an der Lagune. Ebenfalls ein legendäres Stadion mit einer phänomenalen Lage. Soweit sind die Identitäten der Clubs also verteilt, mehr oder weniger auf Augenhöhe, aber dann kam die WM 2014 und da konnte es nur einen geben. Nur ein Stadion aus Porto Alegre, also auf zu einem großen Wettstreit, der alles ändern sollte. Gremio wollte auf Nummer sicher gehen, sie wollten unbedingt WM-Ausrichter werden. Deshalb bauten sie die Arena do Grêmio. Dazu renovierten sie aber nicht das Olímpico Monumental, sondern sie bauten ein neues Stadion im Norden der Stadt. Riesig, 3 Ränge, modern, mich erinnert es ein bisschen an die Allianz Arena. Aber direkt gebaut im Viertel Humaita, im Norden der Stadt. Ein Viertel, das damals eher arm war und bis heute ehrlicherweise sich daran auch nicht viel geändert hat. Angeblich ist es nicht so gefährlich wie andere Viertel, aber es ist mit Sicherheit auch nicht die Schokoladenseite von Porto Alegre. Ehrlich, wenn man dahin fährt, sieht man Leute im Müll wühlen, Prostitution, kein Vergleich zum alten Viertel. Das ganze Viertel soll künftig aufgewertet werden mit Luxusneubauten und ehrlicherweise ist es durch das Engagement der Gremio-Fans auch schon aufgewertet worden mit vielen Bars, da ist eine Szene vom Club, also sie machen da wirklich viel, aber es ist wirklich noch kein schöner Ort. Und schöner werden soll das Viertel immerhin schon seit der Eröffnung des Stadions 2012. Wenn man hier aussteigt, wirkt die Arena einfach wie ein riesiger Fremdkörper. Also hat sich Gremio zwar hoch verschuldet, aber das WM-Duell für sich entschieden? Nein, das wäre zu einfach gewesen. Denn das Beira Rio wurde mit öffentlichen Geldern modernisiert. Das Projekt hieß Gigante para sempre, ein Riese für immer. Politisch und finanziell war das einfacher. Es saßen die richtigen Menschen in den richtigen Positionen. So entschied Internacional das große Duell für sich und Gremio zog definitiv den kürzeren. Gremios Arena wurde am Ende nur als Trainingsstätte genutzt, während unter anderem die deutsche Nationalmannschaft im Beira Rio auflief. Und so wurde aus dem legendären Olímpico Monumental, dem genialen Stadion von Gremio, eine Ruine mitten in der Stadt. Die steht heute noch dort und Gremio spielt bis heute am Stadtrand in einem viel zu großen Stadion. Für mich ein Mahnmal für überdimensionierte Stadionprojekte
Und der Neubau hatte noch eine ziemlich logische Folge. Natürlich wurden über die Jahre auch die Einzugsgebiete der Fans vermischt. Wäre Humaita früher ein klassisches International-Einzugsgebiet gewesen, ist es heute natürlich das Gebiet von Grêmio. Die klare Identität zwischen Club des Volkes und Elitenclub gibt es längst nicht mehr. Beide Clubs teilen den Süden des Landes gleichermaßen in zwei. Also, für uns geht's jetzt auch ab zum Stadion. Die International-Fans haben einen tollen Park direkt am Fluss, um sich auf das Spiel einzustimmen. Gezapftes Bier, Grillplätze und kein Kaipi, sondern natürlich Fernet mit Cola. Wir sind hier im Süden und so fühlen sich die Leute auch. Ich sag doch, hier ist man näher an Buenos Aires als an Rio, auch wenn der Fernet hier eine Limette drin hatte. Wir wurden freundlich empfangen und haben gespürt, was das genau für die Leute bedeutet. Und es geht heute um alles. Tá difícil, né? Porque o Inter, meu Deus, ultimamente ele tá complicado. Mas o Grêmio também tá, né? Então, esse jogo vai mostrar se o Roger Machado vai ter que sair mesmo, se ele tem mais uma chance ou não. Auch sportlich. Beide Vereine spielen momentan überhaupt nicht gut und wer verliert, ist zumindest seinen Trainer los. Eu vim sem ingresso, porque eu não tava conseguindo comprar. A gente deu um jeito, comprou o ingresso, eu vou entrar. Se não tivesse ingresso, eu ficava também. Porque é pelo Inter, sabe? É pelo amor que a gente tem pelo nosso time. Gott sei Dank konnte sie noch ein Ticket besorgen zur Einordnung. Die Tickets kosten hier ungefähr 2,50 Euro bis 5 Euro. Den Eintritt hier sollen sich einfach alle leisten können. Aber wie man an dem Beispiel sieht, ist das nicht immer einfach. Der Verein Grêmio hat sogar Karten von International gekauft und sie billiger an die eigenen Fans weiterverkauft. Im Stadion dann dennoch die Überraschung, es war nicht ausverkauft. Wie so oft in Brasilien, seit der WM sind die Stadien einfach furchtbar riesig und oft überdimensioniert, sogar hier. Typisch brasilianisch sind die International-Fans in verschiedene Gruppen aufgeteilt, einmal Samba-mäßig, einmal Barra Brava-mäßig, schauen wir mal, wie es wird. Vor dem Anpfiff habe ich bezweifelt, dass hier richtige Stimmung aufkommt, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Was für ein ordentliches Intro. Dann Anpfiff und was für ein Start. Elfmeter für Inter nach VAR-Entscheidung. In Brasilien wird die Szene auf der Leinwand nochmal gezeigt und von der Stadionregie perfekt platziert. Das ist auf jeden Fall noch mehr Druck für den Schiri und er gibt es denen. Also Elfer und 1-0. Völlige Ekstase. Aber nur wenige Minuten später Ausgleich Grêmio. Man hört die Fans deutlich. Und
Und dann wieder aus dem Nichts Videobeweis. Und er gibt wieder Elfmeter. Und auch wieder Tor. 2-1 Inter. Doch dann kommt das Déjà-vu. Grêmio gleicht sofort wieder aus. 2-2, was für ein spannendes Spiel. Die zweite Hälfte startet ruhiger bis kurz vor Schluss. Grêmio geht in Führung. Jetzt kann man hier fast eine Stecknadel fallen hören. Und auch Fans verlassen das Stadion. Unglaublich viele Fans, wie ich finde. Für mich völlig unverständlich, weil es gibt ja noch 7 Minuten Nachspielzeit und tatsächlich noch einen Elfer für Inter. Der dritte am heutigen Tag, diesmal ganz ohne Videobeweis. Letzte Minute, alles schaut auf einen Schuss. Kann Inter die Stadtmeisterschaft retten? Es lag also unglaublich viel Druck auf dem Schützen. Können die Inter-Anhänger morgen noch erhobenen Hauptes durch den Bundesstaat ziehen? Zur Arbeit, zur Schule, alles liegt jetzt auf diesem Schuss und er verschießt. Es war wohl zu viel Druck. Was für ein krasses Spiel. Wirklich vom Spiel her. Wir haben 3 Elfmeter gesehen. Der Wahnsinn. Ich muss schon sagen, dieses Stadion ist einfach viel zu riesig für diesen Verein. Ich dachte nicht, dass man hier Stimmung reinkriegt. Aber gerade die erste Halbzeit hat mir was anderes bewiesen. Hier war mega Stimmung im Kessel. Und die wenigen 10% Grêmio-Fans, die hier rein durften, ihr hört es immer noch hinter mir, haben riesen Stimmung gemacht. Auch wirklich die Heimfans, krasse Stimmung von drüben aus der Kurve. Und das Spiel hat sein Übriges getan. 2:2 in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit, die konnte nicht mehr mithalten. Aber wirklich, wirklich, wirklich krasses Erlebnis. Hier lag am Schluss alles auf dem Fuß eines Schützen. Stadtmeisterschaft für Grêmio oder nicht. Am Ende war es die Stadtmeisterschaft für Grêmio. Knapper hätte es nicht sein können. Es war spitz auf Knopf. Ein wirklich geiles Spiel. Grêmio gewinnt. Pure Ekstase im Gästeblock. Ein unglaublich guter Gästeauftritt, wie ich finde. Wir wurden nur ein bisschen angemacht, weil ich auch die Gästefans gefilmt habe. Das hat einigen um mich rum gar nicht gefallen. Verstehe ich irgendwie auch, aber sie waren laut zu hören, melodisch und wie ich schon gesagt habe, hier sind argentinische Melodien voll in. Wunderbar, richtig laut und einem Derby würdig. Sie haben gekämpft wie ihre Mannschaft und am Ende gewonnen. Im Gegensatz dazu bei Inter leere Gesichter, Wut, Frust. Die Stimmung kippt ein bisschen und wir verschwinden lieber schnell. Ab ins Uber und wir essen später noch ein Steak. Was für ein Derby und wie wunderbar ist Porto Alegre. Das Grenau hat diesmal einen Sieger. Und in den nächsten Tagen wird die Stadt blau strahlen.
Für die anwesenden Grêmio-Fans hat es sich gelohnt, fast 8 Stunden in diesem Gästeblock zu verharren. Es war ein intensives Derby, so wie ich das erwartet hatte. Aber ich habe auch viel Neues gelernt. Porto Alegre hat mich überrascht und das Spiel war definitiv einen Besuch wert. Also, Brasilien ist nicht nur Rio de Janeiro oder Sao Paulo. Schaut auch mal in den Süden. Hier ist es kulturell ganz anders. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann hier auf YouTube. Abonniert doch einfach diesen Kanal und wenn ihr auch weiteren Input habt, Fotos von euren Trips, schickt sie uns auf Instagram. Wir beschäftigen uns demnächst wieder mit dem Fußball in Argentinien. Das war ein kurzer Trip in Brasiliens Süden. Wir sehen uns bald. Bis dann.